Sanno bhavatvaryama Sanna indro bruhaspadihi Sanno vishnurukramaha Namo brahmane Namaste vayo Tvameva pratyaksham brahmasi Tvameva pratyaksham brahma vadishyami Ratam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tatvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So I welcome all of you for the second day of our study. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem zweiten Vortrag dieses Jahr. So today the topic given to us is the classical homeopathic treatment, especially for children and youth. So das Thema, das unser Kinderarzt heute vorgegeben hat, ist klassische Homöopathie, speziell für Kinder und Jugendliche. So before we get into the details of this treatment, still we have to also know some more fundamentals about this homeopathic approach. Und bevor wir jetzt in die Behandlung einsteigen, müssen wir erst wieder einige grundlegende Dinge erörtern. It is in the homeopathic system, it is the main importance is not just make a pathological study and a pathological approach for treatment. Also in der Homöopathie ist es nicht so, dass man einen pathologischen Ansatz macht und dann auch pathologisch behandelt. Das heißt, dass das Augenlicht nicht auf die Krankheit hauptsächlich gerichtet ist. Because the cause of the disease exists deeper in the mental, especially in the mind, the mental plane. Denn die eigentliche Ursache ist immer viel, viel tiefer auf der geistigen Ebene. So as I told you earlier, you have to approach by studying the symptoms of the person. Und wir können uns dem langsam annähern, indem wir die Symptome des Patienten studieren. What Dr. Hahnemann has explained is symptoms are the language of not the disease, but the language of the constitution of the patient. Und was Dr. Hahnemann ganz klar gesagt hat und bewiesen hat, dass die Symptome, also unsere Beschwerden, die wir sehen, nicht die Sprache der Krankheit ist, sondern die Sprache der Konstitution des Einzelnen. If in any patient, if you find no symptoms at all and only localized suffering, according to homeopathic understanding, it is an incurable state. Also wenn wir einen Patienten bekommen und der keinerlei Symptome mehr hat, warum auch immer, und einfach nur leidet, aber ohne irgendwelche Beschwerden zu zeigen, in dem Moment ist er unheilbar für die Homöopathie. Symptoms can disappear either when there is a complete cure
or they may disappear when cure is not possible also. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Der positivste Fall natürlich, wenn wir jemanden absolut geheilt haben, dann sind alle Symptome weg. Oder der zweite Fall, wenn er unheilbar geworden ist. Because symptoms are the expressions, the indicators that are produced by the vital force of the person, the patient. Also das, was wir als Symptome, als Beschwerden bezeichnen, das ist die Ausdrucksweise, das ist für den Homöopathen sind das die Anzeiger der Vitalkraft, die in unserem Körper wirkt. And symptoms will enable us, because according to the arrangement in nature, symptoms are most important, and it is only through the study of symptoms that we can ascertain the nature of the disturbance and the origin and the location of the disturbance. Und es ist von der Natur so eingerichtet, dass unsere Beschwerden die einzige Möglichkeit für einen Homöopathen sind, das zu verstehen, was in der Person, in der Konstitution passiert. So the more clearly we observe and we can understand the symptoms, the more it will be easier for us to have an estimation and understanding of the constitution of the patient. Und je besser wir immer durch ständiges Training diese Sprache der Vitalkraft verstehen, desto mehr können wir uns zunächst annähern und wenn wir Glück haben, die Konstitution irgendwann ganz verstehen. As I mentioned yesterday, Dr. Hahnemann, what he explained about making a case sheet of the patient is, that case sheet is a reflection, it is a record of the various symptoms that are expressed by the patient. Und so wie was wir gestern gesagt haben, was Dr. Hahnemann lehrt, wie wir ein Case Sheet, also eine Fallaufnahme machen. Wir schreiben alle Symptome und Beschwerden möglichst 100% auf und das ist eine Reflexion der Konstitution des Patienten. So the symptoms are produced by the activity of the vital force of the patient, and therefore much importance is given to the study of the symptoms before we proceed in the direction of treatment. Und das ist halt die Ausdrucksweise der Vitalkraft und wir müssen größten Wert auf diese Symptome legen, die brauchen wir einfach und wir müssen die studieren, um den ganzen Fall zu verstehen, bevor wir überhaupt anfangen an Behandlung zu denken. So always we have to remember that the symptoms belong to the vital force of the patient. Wir sollten uns also immer daran erinnern, dass das, was wir als Krankheiten bezeichnen, was die Homöopathie als Symptome bezeichnet, ist die Ausdrucksweise unserer eigenen Vitalkraft. When we study certain remedies in the materia medica homeopathy, in each remedy also you find a record of many symptoms. Und jedes Mittel, das ein Homöopath in der Materia Medica studiert, da finden wir auch sehr, sehr viele Symptome in jeder Mittelbeschreibung. And generally these symptoms are called the symptoms of that particular remedy. Und im Umgangssprache bezeichnen wir diese Symptome als die Symptome dieses Mittels. For example, when you study sulfur, then you find many symptoms, and these are the symptoms of sulfur. Zum Beispiel, wenn wir Sulfur uns durchlesen, das Mittel mit den meisten Symptomen, dann sagen wir, das sind die Symptome von Sulfur.
it is in the preliminary study it is true, but ultimately what we have to understand is the symptoms are not of the remedy, but the symptoms are the symptoms of the person or the constitution of the person which were produced in reaction towards this remedy. That is the reality. Umgangssprachlich können wir das vielleicht so ausdrücken, dass das die Symptome von Sulfur sind, aber in Wirklichkeit sind das Symptome, die das Mittel Sulfur bei einem gesunden also in einem gesunden Menschen erzeugen würde, wenn er das nimmt. So for convenience, generally we say these are the symptoms of this remedy and these are symptoms of this remedy, but the truth is the symptoms which are recorded in any remedy, we have to always realize that these are the symptoms produced by any constitution in reaction towards this substance, this remedy. That is the ultimate truth. Also faulerweise können wir sagen, dass das die Symptome von Sulfur sind, aber in Wirklichkeit sind das die Symptome, die dieses Mittel bei Prüfungen, bei jedem Menschen, der das geprüft hat, ausgelöst hat, bei jedem gesunden Menschen. So symptoms, now we can understand to some extent that symptoms are produced by the activity of the vital force, and if symptoms are not produced, that means the vital force is not able to make any activity. Und wenn wir jetzt 1 und 1 zusammenzählen, heißt das, wenn ein Mittel oder eine Krankheit Symptome auslöst, ist das die Sprache der Vitalkraft, und wenn halt keine Symptome vorhanden sind, dann spricht die Vitalkraft nicht mehr. When the disease is completely manifested on the physical plane, that is because that is the final stage. When a disease is, the effect of disease is manifested on the physical body, that is the final stage, because that was preceded by a long period of distortions in the higher level, and at the end, then it is manifested on the physical body. Normalerweise sehen wir eigentlich Krankheiten nur auf der körperlichen Ebene, aber das ist nur das Endstadium. Das heißt, vorher war lange Zeit ein Leiden. Wir haben ja vorhin gesagt, alle Krankheiten fangen auf der geistigen Ebene an, und wenn sie auf die körperliche Ebene heruntergekommen sind, dann war vorher schon eine lange Zeit, wo die Krankheit auf höheren Ebenen uns gewirkt hat. So when the effect of the manifestation of the disease is manifested on the physical body, then you have only the localized suffering, and you don't find really many symptoms, because the vital force is now not in a position to react or produce any symptoms. Und wenn das so weit schon gekommen ist, dass es auf der körperlichen Ebene ist, dann ist das eigentlich schon ein schlechtes Zeichen, weil die Vitalkraft nur noch auf dieser niederen Ebene antwortet und wir dann nur noch ganz wenige Symptome haben, die auch vielleicht nur noch auf einzelne Bereiche begrenzt ist. For example, the most known and most discussed disease, cancer. Und am besten sehen wir das immer an den krassesten Fällen, wenn wir also zum Beispiel die Krankheit Krebs nehmen. So what we call cancer in the homeopathic understanding, cancer is not a disease. Und was die Homöopathie dazu sagt, Krebs ist keine Krankheit. What we call cancer is only a condition which is the final manifestation of a disorder which had been there at least since 7 years before, at least minimum. Was wir als Krankheit Krebs bezeichnen,
ist also auch ein Endzustand, der auf irgendwelchen höheren Ebenen mindestens 7 Jahre vorher bestanden hat. And that is what Dr. Hahnemann explains very clearly, in a very understandable manner. He explains that it takes a long period before it is manifested on the physical tissue. Und das ist, was Dr. Hahnemann auch ausführlich erklärt und beweist. Bis es so weit kommt, war schon lange Zeit vorher einiges zu erkennen, wo man vieles tun hätte können. Normally we understand that when it is manifested physically and localized, and then when it is able to be detected, so-called by the so-called methods on any part of the body, then generally it is declared that now the person has cancer. But this is not actually this is only the end stage. So this is what very clearly Hahnemann explained us. Im normalen Umgangsgebrauch, dann spricht man eigentlich erst von Krebs, wenn jemand zu einer Untersuchung geht und es werden alle möglichen Untersuchungen gemacht und man kann dann irgendwelche Gewebsänderungen mit irgendwelchen Maschinen nachweisen. Aber das ist nur der Endzustand, die eigentliche Krankheitsursache liegt weit, weit zurück. So if the patient is treated properly in the true homeopathic method, not at the end, but from the beginning, if the patient is under homeopathic care in most ideal conditions, then it will not precipitate into the situation which we call cancer. Wenn also jetzt ein Patient schon diese 7 Jahre vorher zu einem guten klassischen Homöopathen kommt und der macht so eine Fallaufnahme, kann er diesen Trend schon erkennen und es wird nie zu diesem Krebszustand auf dem Endstadium kommen. While discussing about this, Dr. Hahnemann made a comment, because he can make it, because he knows both these sciences thoroughly. So what he said, he said that if the doctor is a donkey for 7 years, then the patient gets what you call cancer. Und Dr. Hahnemann hat halt auch dumme Sprüche losgelassen, hat auch Kommentare in seinen Schriften unten hingeschrieben. Und er durfte das, weil er ja erst ganz normaler allopathischer Arzt war, hat dann gesagt, es funktioniert nicht, ich höre auf und fange mit Homöopathie an. Und er hat geschrieben, also nur wenn ein Arzt ein Affe ist, dann wird der Patient ein Esel, dann wird er irgendwann der Patient Krebs bekommen. Because it takes any manifestation on the physical tissue, it takes such a long time, and so in this stage, when it is before being manifested on the physical body, you have all the symptoms which are expressed by the constitution very clearly. You can have the symptoms. Also bevor es wirklich zu so schweren körperlichen, chronischen Krankheiten kommt, hat ein guter Homöopath lange Zeit vorher viele Symptome, die ihm eindeutig anzeigen, welches Mittel er geben soll, was er tun soll, dass es bloß nicht dazu kommt. When once it is established, for example cancer, then once it is localized, it is established in any physical part of the physical body and localized, then you have no symptoms and you have only the localized suffering, and then whatever you make, effort you make for it, that can be only just for the satisfaction of the physician and for the satisfaction of the patient to a certain extent, to make the patient feel that he is being treated
with all the advanced methods, but all the methods up to now which are applied, like chemotherapy or radiotherapy or whatever it may be, but you cannot, you can be sure that it is not a cure, it is only for a certain period just making something, because it cannot be cured. It is known by the doctors that it is not cured, but still they have to do something, that is why they do something, because there is no other alternative. So therefore they have to apply something, so they are applying something. But you see many hundreds and thousands of cases in the hospitals in cancer. It is only just making biopsy one step, and then making surgery another step, and after that making radiotherapy one step, and then chemotherapy one step, and then finish. And then they say, we have done everything. Whatever can be done, we have done everything. And the next, what is to be understood is, wait for your end, that's all. In most of the cases. Also wenn wir dieser Zeitraum, der uns bleibt, wenn wir diese 7 Jahre versieben, weil wir einfach nicht genau hinschauen und die Symptome nicht gescheit aufnehmen, und es kommt wirklich zu diesem Endzustand, dass er dann wirklich auf der körperlichen Ebene nur noch praktisch Krebs hat und keine mentalen Symptome und nichts mehr, wo wir ihn heilen können. Bei dem Stadium ist jede Behandlung dann nur noch dazu da, dem Patienten und dem Arzt das Gefühl zu geben, dass da irgendwas passiert, und dann macht man halt Computertomographie und Chemotherapie, aber in diesem Zustand können wir ihn dann nicht mehr heilen, das ist nur noch eine Beruhigung von beiden Seiten. Und die Ärzte machen das dann alles, dass sie das alles gemacht haben, dass sie sagen können, okay, wir haben jetzt nichts vergessen, wir haben nichts ausgelassen, aber das war's jetzt. So therefore, most important in the homeopathic understanding is we must be able to find the symptoms, and only through symptoms that you can really estimate, you can understand the defect, the disease, and through symptoms only you can also get a solution. That is why for homeopathic study, the name of the disease is not so important. Es ist also die wichtigste Aufgabe eines guten Homöopathen, möglichst viele und möglichst gute, möglichst absonderliche Symptome zu finden, um der Krankheit auf die Spur zu kommen. And this requires a constant understanding, because symptoms have a classification also. There are subjective symptoms and objective symptoms. 2 types of symptoms. That is one classification of symptoms. Und jetzt gibt es leider oder zum Glück viele Hilfseinteilungen, um Symptome einzuteilen, dass man den Überblick nicht verliert. Eine Einteilung ist die Zweierteilung in objektive Symptome und subjektive Symptome. Also objektive, die jeder an dem Patienten sieht, und subjektive Symptome, die nur der Patient selbst einem sagen kann mit seinen eigenen Worten. Manchmal kommt es auf ein Wort an. So the subjective symptoms can be expressed by the patient. You cannot make out subjective symptoms, because subjective symptoms are to be expressed by the patient only. Objective symptoms can be observed by the physician, but subjective symptoms are to be, they are the expressions of the patient. So we must be able to take these expressions into consideration. So natürlich, wenn ein Homöopath eine Fallaufnahme macht, dann beobachtet er auch den Patienten. Wie sieht er aus, hat er eine Brille oder so. Aber die sind zweitrangig. Ganz wichtig ist für ihn, wie der Patient selber seine Beschwerden fühlt. Der eine sagt vielleicht, ach, das ist doch harmlos, was der sagt, aber der leidet vielleicht selber drunter. Und
wir müssen von dem Patienten selbst die Symptome bekommen, wie er das empfindet, was er fühlt, was er denkt und so weiter. Das muss der Patient selber einem erzählen. And then there is another classification, and in this classification we have the mental symptoms, which are the most important. These are the distortions, many types of distortions of the functioning of mind. That gives an indication of the deeper layers of consciousness. Und jetzt gibt es eine hierarchische Dreier-Einteilung und die oberste Hierarchie sind halt die geistigen Symptome und die sind am wichtigsten. Wenn die noch da sind und dann heißt es, ich bin noch ganz am Anfang von der Krankheit und dann kann ich noch am meisten tun. So these symptoms cannot be detected by any instrument. Und natürlich können diese geistigen Symptome durch kein menschengemachtes Gerät herausgefunden werden. But the symptoms of the mind can be observed by applying our mind to observe the patient. Und dafür haben wir ein wunderbares Instrument bekommen, um die herauszufinden, nämlich der Homöopath muss seinen Geist benutzen. That is what Dr. Hahnemann says in Organon, that the physician has to apply his senses and his mind to study the mind and the sensorium of the patient. Und deswegen sagt Dr. Hahnemann, der Homöopath muss seinen Geist und seine Sinnesorgane benutzen, um die Symptome des Geistes des Patienten und seines ganzen Empfindens herauszufinden. When you go into the study of these symptoms, then you will realize that how many types of distortions are there of the mind, and all these are the expressions. These are called the mental symptoms. Und wenn wir mal anfangen, wirklich Case Sheets selber zu schreiben und es wirklich zu beobachten, werden wir gar nicht glauben, wie viele geistige Symptome es gibt. That is why preparation of case sheet is so important. As I explained you yesterday, the most key procedure when you enter into homeopathic treatment, the first thing, the most important is how full-fledged manner you prepare the case sheet. Because the case sheet reflects all the mental symptoms, all the subjective symptoms. And also another class of symptoms are modalities. After mental symptoms, modalities are very important. The conditions of aggravation and amelioration. Und wenn wir natürlich vor so einem Patienten sitzen, der vollkommen neu ist, wie fangen wir da an? Und deswegen hat Dr. Hahnemann ganz genaue Verfahren beschrieben, wie wir anfangen, was wir alles abfragen wollen. Und er hat gesagt, das Wichtigste sind immer die geistigen Symptome. Und dann hat er noch andere Hilfsmittel genannt. Das sind zum Beispiel Modalitäten, also unter welchen Umständen wird etwas besser oder schlechter. Und hat uns verschiedene Einteilungen, Hilfsmittel gegeben, wie wir so eine Fallaufnahme möglichst umfangreich und möglichst vollständig machen. Even the emotions and the mental functioning also is influenced by the modalities. For example, some persons feel very comfortable and their mind can work very wonderfully when they are in cool conditions and cooler places. And some other persons, it is completely opposite. When it is in cooler places, their mind is very dull and they cannot work and they are not alert. And therefore, they try to shift to the warmer places where their mind can and their emotions can be balanced. So this is